Michel Houellebecq. Also, es gibt kaum einen zeitgenössischen Autor, der die Gemüter so sehr erhitzt wie er. Für die einen ist er ein absolutes literarisches Genie, ja fast schon ein unheimlicher Prophet unserer Zeit. Und für die anderen? Tja, für die ist er ein gefährlicher Provokateur, ein Reaktionär. Wer ist also dieser Mann, dessen Bücher gleichzeitig Bestseller sind und riesige Skandale auslösen? Schauen wir uns das Phänomen Houellebecq mal genauer an. Der bekannte Kritiker Volker Weidermann hat es eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Er nannte ihn den radikalsten Schriftsteller unserer Zeit. Und das stimmt. Houellebecqs Werk ist radikal in seiner Analyse, es ist radikal in seiner Sprache und, na klar, auch radikal in den Reaktionen, die es auslöst. Er legt den Finger wirklich genau in die Wunden der westlichen Gesellschaft, und zwar ohne jede Betäubung. Das tut weh. Und genau hier fängt das Rätsel ja schon an. Schauen Sie sich das mal an. Die Wahrnehmung seiner Person könnte extremer nicht sein. Auf der einen Seite wird er als Prophet gefeiert, als jemand, der die tiefsten Ängste und das Unbehagen unserer Kultur versteht und sogar vorhersagt. Auf der anderen Seite, da stehen ganz schwere Vorwürfe im Raum. Rassist, Frauenhasser. Wie kann eine einzige Person so komplett gegensätzlich wahrgenommen werden? Um das zu verstehen, müssen wir ganz an den Anfang seines Werks zurückgehen. Alles beginnt nämlich mit einem ganz zentralen Konzept, das er gleich in seinem allerersten Roman vorgestellt hat. Und das ist wirklich der Schlüssel zum Verständnis seines gesamten Schaffens: die Ausweitung der Kampfzone. Mit diesem Buch hier, da fing 1994 alles an. Ausweitung der Kampfzone. Allein der Titel ist ja schon eine Kampfansage, oder? Oberflächlich beschreibt er darin die Welt eines jungen, depressiven IT-Angestellten. Aber worum es ihm wirklich geht, ist ein fundamentaler Wandel in unserer Gesellschaft. Der entscheidende Punkt ist also diese Definition. Houellebecq sagt im Grunde, dass die knallharte Logik des Kapitalismus, also Wettbewerb, Angebot und Nachfrage, Marktwert, bis in die intimsten Bereiche unseres Lebens vorgedrungen ist. So wie es auf dem Wirtschaftsmarkt Gewinner und Verlierer gibt, so gibt es die jetzt eben auch auf dem sexuellen Markt. Attraktivität wird zu einer Ware und wer da nicht mithalten kann, tja, der bleibt einfach zurück. Und aus dieser einen Grundidee, da speisen sich dann all die Kernthemen, die sich durch seine Romane ziehen. Seine Hauptfiguren sind fast immer die Verlierer dieser erweiterten Kampfzone. Das sind einsame, frustrierte Männer, die am großen Versprechen der sexuellen Befreiung und der totalen Freiheit einfach scheitern. Sie irren durch eine Welt des sinnlosen Konsums und spüren dabei irgendwie instinktiv den Verfall ihrer eigenen Zivilisation. Und das bringt uns zu einem der faszinierendsten Aspekte seines Rufs. Denn diese düsteren Diagnosen, die er da stellt, die scheinen immer wieder auf eine fast schon unheimliche Weise von der Realität eingeholt zu werden. Das Timing hier ist wirklich unglaublich. Stellen Sie sich das mal vor. Im Januar 2015 erscheint sein Roman Unterwerfung, in dem eine muslimische Partei die Wahlen in Frankreich gewinnt. Und am exakt selben Tag verüben Islamisten den furchtbaren Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. 4 Jahre später beschreibt er in Serotonin den Aufstand verzweifelter französischer Bauern, die Straßen blockieren. Und kurz darauf explodiert die Gelbwestenbewegung im ganzen Land. Ist das Zufall? Oder hat er einfach ein untrügliches Gespür für die Risse in unserer Gesellschaft? Aber diese, man könnte sagen, prophetische Gabe ist untrennbar mit der anderen Seite von Houellebecq verbunden, dem Provokateur, dem sogenannten Skandalautor. Denn er hat sich noch nie gescheut, seine Ansichten auch außerhalb seiner Romane mal so richtig auf die Spitze zu treiben. Das hier ist wahrscheinlich sein berüchtigtestes Zitat überhaupt. In einem Interview im Jahr 2001 hat er den Islam als die dümmste Religion bezeichnet. Ein einziger Satz, der einen gewaltigen Sturm der Entrüstung ausgelöst hat und sogar juristische Folgen nach sich zog. Die Folge war ein riesiger Konflikt, juristisch und gesellschaftlich. Mehrere muslimische Organisationen haben ihn verklagt, wegen Anstiftung zum Rassenhass. Aber das Gericht hat ihn am Ende freigesprochen. Die Begründung war dabei ganz entscheidend. Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung schließt eben auch das Recht ein, Religionen zu kritisieren. Ein Urteil mit echter Signalwirkung. Interessanterweise hat er seine Position später aber relativiert. Im Jahr 2015, so um die Zeit, als Unterwerfung rauskam, da hat er gesagt, seine frühere Aussage sei nicht mehr gültig. Er habe nämlich inzwischen den Koran gelesen. War das eine Provokation, eine echte Einsicht oder vielleicht einfach nur eine weitere Maske? Schwer zu sagen. Und das führt uns jetzt zur alles entscheidenden Frage.
Wer steckt eigentlich hinter all diesen Rollen? Dem Propheten, dem Provokateur, dem Dichter der westlichen Verzweiflung? Die Antwort darauf ist, Sie ahnen es, alles andere als einfach. Ja, wer ist denn nun der wahre Michael Houellebecq? Das Verrückte ist, selbst die grundlegendsten Fakten seines Lebens sind umstritten. Es scheint fast so, als wäre alles Teil einer ganz bewussten Selbstinszenierung. Die Widersprüche sind wirklich erstaunlich. Nehmen wir sein Geburtsjahr. Er behauptet, er sei 1958 geboren, aber seine eigene Mutter und die offizielle Urkunde sagen 1956. Sein Biograf wirft ihm vor, er würde sein Leben konstruieren wie einen seiner Romane. Politisch weigert er sich einordnen zu lassen, obwohl er oft als rechtsaußen abgestempelt wird. Und obwohl er eine riesige öffentliche Figur ist, beschreibt er sich selbst als jemanden, der dem öffentlichen Raum am liebsten entfliehen will, um allein in einer Ecke zu sterben. Und das bringt uns zu unserer letzten entscheidenden Frage. Ist dieser Mann am Ende nur ein Spiegel, der uns die ungeschminkte, vielleicht hässliche Wahrheit über unsere eigenen Ängste, unsere Einsamkeit und die Widersprüche unserer Zeit vorhält? Oder ist er selbst ein Symptom für genau den Verfall, den er so meisterhaft beschreibt? Die Antwort darauf, die ist vielleicht das größte Rätsel von allen.